Du willst wissen, welche Parallels gibt es und welche ist vor allen Dingen für dich die richtige. In diesem Video zeige ich dir 3 wesentliche Unterschiede bei Parallels und worauf du beim Kauf achten solltest. Also legen wir gleich los. Es gibt 3 verschiedene Parallels-Arten. Es gibt einmal kurze Parallels, es gibt längliche Parallels und es gibt auch hohe Parallels. Ja, also mit Parallels meinen wir eben Liegestützgriffe oder Handstandbarren, nenn es wie du möchtest. Es gibt auch noch Dip-Barren, aber das ist ein ganz anderes Thema. Dafür machen wir später nochmal ein Video, ja? Bevor ich dir erzähle, welche Form der Parallels für dich die richtige ist, welche Vor- und Nachteile es jeweils gibt, fangen wir als allererstes einmal an, worauf solltest du achten beim Material. Wichtig bei Parallels, die Griffe, die du in der Hand hast, die sollten möglichst aus Holz sein. Das Ganze hat eben den Vorteil, dass es nicht rutscht. Es wird im Sommer beispielsweise nicht heiß wie Metall und auch nicht kalt im Winter und es fühlt sich einfach auf der Haut sehr gut an. Die Füße sind idealerweise aus Metall, denn das ist das Fundament von so einem Parallel. Das heißt, du möchtest ja auch, dass das Ganze lange hält, lange stabil ist, dass keine Risse entstehen und deswegen empfehle ich dir da wirklich die Kombination aus Holz am Griff und Metall an den Füßen. Dann ist wichtig, dass du einen guten Durchmesser hast. Es bringt dir nichts, wenn die Griffe wirklich so dünn sind oder so übertrieben groß, dass du damit einen schlechten Griff hast, sondern das Ganze sollte wirklich gut in der Hand liegen und du solltest ein gutes Gefühl haben, wenn du damit trainierst. Die kurzen Parallels sind extrem geil für Anfänger, weil diese sind vor allen Dingen auch kostengünstig. Du kannst damit alle wesentlichen Übungen machen, vor allen Dingen statische Übungen wie beispielsweise den L-Sit, du kannst einen Planche machen, du kannst einen Handstand da halten, du kannst auch einen Plank darauf halten, das ist alles gar kein Problem. Und du hast noch einen richtig guten Vorteil, denn durch diese kleinen Parallels kannst du sie überall hin mitnehmen und wirklich überall. Die passen in jede Tasche, in jede Trainingstasche, du kannst sie im Auto easy verstauen, du hast nicht viel Gewicht, du bist damit einfach sehr flexibel unterwegs und deswegen empfehle ich jedem Anfänger vor allen Dingen diese kleinen Parallels und damit machst du wirklich den besten Start. Jetzt gibt es noch die langen Parallels, die sind vor allen Dingen für fortgeschrittene Sportler gut geeignet. Warum? Ganz einfach. Durch die Länge haben wir einfach noch viel mehr Stabilität, was wir vor allen Dingen dann brauchen, wenn wir Übungen machen, die dynamisch sind, die eine gewisse Bewegung haben. Nehmen wir einfach mal als Beispiel einen L-Sit Hold into Handstand. Ja, dabei arbeiten wir sehr viel mit Movement, mit Schwung und das funktioniert besonders gut mit den länglichen Parallels. Das funktioniert theoretisch auch mit den kleinen Parallels, braucht aber viel mehr Kontrolle. Deswegen, wenn du dynamisch trainierst, nimm auf jeden Fall die länglichen Parallels mit. Der Transport ist so, also prinzipiell passen auch die Parallels in diese größeren Sporttaschen. Das funktioniert noch, aber die wiegen ein bisschen was. Ich würde sie jetzt nicht mitnehmen, wenn du vorhast, 10 Kilometer Fahrrad zu fahren zu einem Sportpark oder so. Aber wenn du sagst, ich fahre mal eben ins Gym, das funktioniert ganz gut. Also nochmal, der wesentliche Vorteil ist hier wirklich die Stabilität aufgrund der Länge. Du fühlst dich einfach sicherer bei den Übungen. Jetzt kommen wir zu den hohen Parallels. Mein persönlicher Favorite, der Vorteil, der hier nochmal oben drauf kommt, ist einfach die Höhe. Dadurch haben wir viel mehr Range of Motion. Nehmen wir beispielsweise jetzt einen Handstand Push-Up, also schon was Fortgeschritteneres, kann ich wirklich in der Übung viel tiefer reingehen und mich wieder rausdrücken. Oder auch wenn ich Dips mache oder meine Beine trainiere mit Lunges. Dafür sind eben diese High Parallels extrem geil. Der Nachteil hier, muss man einfach fairerweise sagen, die sind sehr sperrig im Transport. Deswegen, wenn du viel zu Hause trainierst, sind die perfekt. Wenn du die hinten im Kofferraum tust und direkt an eine Sportanlage draußen trainierst, auch noch cool. Aber in eine Sporttasche passt das Ganze leider nicht. Bei den High Parallels muss man einfach sagen, wenn du jetzt schon, ich sag mal, ein halbes Jahr oder Jahr lang Calisthenics gemacht hast und sagst, hey, ich finde das geil, ich will das jetzt durchziehen, dann lohnt sich auf jeden Fall die Investition in die High Parallels. Also ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wesentlich kann man sagen, je kleiner die Parallels, umso eher befindest du dich am Anfang. Je größer und höher die Parallels, umso fortgeschrittener bist du. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du irgendwie noch Fragen hast, dann schreib es einfach in die Kommentare. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.